Arbeit und Zeit. Das gehört schon seit Menschengedenken zusammen. Wie lange brauchen wir, um ein Werkzeug zu machen, ein Auto zu bauen oder ein Flugzeug? In Unternehmen sind Arbeit und Zeit ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. In der Mitte des 20. Jahrhunderts entstand in den USA eine Methode, komplexe Arbeitsabläufe in kleine Bausteine zu unterteilen und die jeweils benötigte Zeit zu messen. Die Geburtsstunde von MTM, Methods Time Measurement, Methodenzeitmessung. Seit 60 Jahren werden auch in Deutschland Arbeitsabläufe nach dieser Methode bewertet und Arbeitsplätze verbessert. Anfangs ging es dabei um reine Zeitermittlung. Heute aber geht es bei der Anwendung von MTM um deutlich mehr. Zeit, Effizienz und auch Ergonomie. Wir sind bei BSH Hausgeräte in Bretten in Baden-Württemberg. Unter anderem entstehen hier Backöfen von Neff. Schon seit Jahrzehnten arbeitet das Unternehmen mit den Prozessbausteinen von MTM, um Arbeitsabläufe besser zu machen. Effizienz spielt eine ganz große Rolle, weil sie einen direkten Einfluss auf den Teilepreis hinterher und hat auf unsere Wirtschaftlichkeit. Alle Arbeitsabläufe wurden mit MTM analysiert, geplant und vereinfacht, Verschwendung beseitigt. Inzwischen geht man aber noch einen Schritt weiter. Schon bei der Entwicklung der Produkte denkt das Team an jeden einzelnen Fertigungsschritt. Wo es geht, werden zum Beispiel Schrauben durch Stecker ersetzt oder das Gewicht einzelner Teile reduziert, um die Montage zu erleichtern. Wir müssen die Arbeitsbelastung runterbringen, damit wir die Mitarbeiter auch bis ins hohe Alter an ihren Arbeitsplätzen halten können. Und da hilft uns die Methode. Und um gute Mitarbeiter zu bekommen und langfristig zu binden, ist einfach ein ergonomischer Arbeitsplatz einfach die Basis. Ich bin davon überzeugt, dass motivierte Menschen einfach mehr bringen. Und wie bringen sie mehr und wie sind sie motiviert? Sie sind motiviert, wenn sie gesund sind. Sie sind motiviert, wenn sie Spaß an der Arbeit haben. Ja, und dazu gehört eine gute Arbeitsumgebung, eine gute Arbeitsgestaltung und die Ergonomie zahlt sich aus. Und die Mitarbeiter? Was halten Sie von Ihren mit MTM gestalteten Arbeitsplätzen? Die Mitarbeiter sagen, dass es für sie sinnvoll ist. Sie haben Ideen, sie kommen an einen Arbeitsplatz, entwickeln sofort Ideen, sehen, wo sind Verbesserungspotenziale. Man muss aber auch ehrlich sein, sie müssen es verstehen. Und sie müssen in die Prozesse eingebunden werden. Auch deshalb gibt es in Bretten ein eigenes Trainingszentrum, damit geplante Arbeitsabläufe auch in der Praxis erfolgreich sind. Die Prozesssprache MTM, sie ist auf dem Weg, der Standard zur Gestaltung menschlicher Arbeit zu werden, nach einer jahrzehntelangen Entwicklung. Von der MTM-Analyse mit Bleistift und Papier, über die Ergonomiebewertung mit EAWS und dem neuen Prozessbausteinsystem MTM HWD. Bis zur Softwarelösung MTM Motion, die aus digitalen Bewegungsdaten auf Knopfdruck eine MTM-Analyse erzeugen kann. Die Methode ist im digitalen Zeitalter angekommen. Immer mehr Softwarelösungen zur digitalen Arbeitsplanung arbeiten mit MTM im Hintergrund und tragen dafür das Gütesiegel Approved by MTM Association. Moderne Tools, die mit dem Methodenstandard MTM dafür sorgen, dass die Gestaltung menschlicher Arbeit immer effizienter wird und immer mehr Mitarbeiter und Unternehmen davon profitieren. So wie schon seit 60 Jahren in Deutschland und in Zukunft mit MTM.